Kennst du das? Du hast gerade eine Trennung hinter dir und du hältst es nicht mehr aus. Du hältst es nicht mehr ohne sie oder ohne ihn aus und du hast das Gefühl, dass dir dein gesamtes Leben gerade geraubt worden ist und dass dein Herz aus dem Körper gerissen ist. Wenn du diese Erfahrung sehr kennst, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Denn diese Erfahrungen bei Betroffenen von Entwicklungstrauma und KPTBS überhaupt keine Seltenheit sind, sondern sogar ein recht verbreitetes Phänomen. Auch in meiner Online-Trauma-Akademie habe ich mehrere Betroffenen so begleitet, dass sie davon berichtet haben oder sogar ihren Trennungsprozess ich begleiten durfte. Ich bin Gabriela. Ich bin selbst Überlebende und leite die Online-Trauma-Akademie für Traumabetroffene, welche wissenschaftlich und körperorientiert aufgebaut ist. Und ich freue mich jetzt auf dich. Diese Schmerzen, diese Trennungsschmerzen und was danach kommt, kenne ich leider auch viel zu gut. Denn ich als auch Selbstüberlebende habe ich natürlich einige toxische Beziehungen auch selbst durchgehabt. Und ich beobachte natürlich auch meine Klientinnen und Klienten, die solche Trennungen dann durchlaufen. Wann kann sowas überhaupt zum Vorschein kommen oder in Bewegung, ja, in diese Dynamik losgetreten sein? Zum einen während deines Heilungsprozesses, wenn du immer mehr Bewusstsein darüber erlangst, wie verschiedene Beziehungsdynamiken, und zwar inklusive dieser Beziehungsdynamik zu dir selbst und eben auch zu anderen entstanden sind und wie sie heute verlaufen. Das heißt, dass durch diese neu erlangte Bewusstsein du viel mehr plötzlich erkennst. Und diese Erkenntnis kann dazu führen, dass du natürlich ein anderes Verhalten an den Tag legst. Dieses Verhalten wiederum hat natürlich Folgen, und zwar auf eure Beziehung. Wie ihr plötzlich von da an miteinander umgeht, welche vielleicht Reaktionen du und dein Partner und Partnerin zeigen und wie ihr auch von Gefühlen her miteinander umgeht. Was kann daraus folgen? Es kann die Folge sein, dass du diese Erkenntnisse versuchst zu unterdrücken. Warum passiert, wenn diesen Weg du wählst? Dann passiert es aus den ehemaligen Überlebensstrategien heraus. Denn du weißt ja, wenn du diese Erkenntnisse, dass zum Beispiel der oder diejenige nicht genau gut für dich ist oder dir sogar schadet. Also wenn du sagen würdest, ich trenne mich, dann stehst du natürlich alleine da und du hast dann keine Zugehörigkeit und keine Zuwendung mehr. Wobei wohl bemerkt, ja, diese Art von Zugehörigkeit und Zuwendung ist natürlich ein absolut Pseudokonstrukt von unserem Gehirn und was wir uns zusammenreimen, basiert aber leider nicht darauf, was in der Realität vorhanden ist. Es kann sein, dass auch verschiedene Konstrukte, wie wir die Welt sehen, also auch Werte, Prinzipien aus unserer Familie, was wir erlernt haben und mitgegeben und Vorbilder mitgegeben bekommen haben, in unserer gedanklichen Welt existieren, wonach wir leben und natürlich auch, welche emotionale Muster wir anerworben haben. Sprich, welche emotionale Situationen mir bekannt vorkommen und als normal für mich erscheinen, wobei sie aber in der Echtheit leider toxisch und für mich überhaupt nicht guttuend sind. Das war Weg 1. Was ist Weg 2? Weg 2 ist, dass du dich wirklich trennst. Du schaffst das
wirklich, dass du den Mut zusammennimmst und du sagst, also lieber alleine als in diese Art von Beziehung. Oder, das gehört noch vielleicht hier zu dieser Variante, denn das Ergebnis ist dasselbe, denn das Ergebnis ist dasselbe, dass du dann plötzlich Single bist, dass du, bevor du reagieren konntest, beziehungsweise bevor du agieren können hättest und du dann die Kontrolle in der Hand hättest, dein Partner oder Partnerin Schluss gemacht hat. Vielleicht hat er auch sogar schon etwas verspürt, ja, aus deinen Zweifeln. Oder diese andere Partner und Partnerin sich nicht entscheiden konnte. Denn das ist eine der typischsten Muster, was wir über Jahrzehnte sogar wirklich weiterhin bereit sind zu erdulden. Will nicht zusammenziehen. Hat eigentlich keine konkrete Zukunftspläne und Gedanken. Forciert auch nicht dass ein gemeinsames Leben seiner oder ihrerseits angestrebt ist, sondern genau das Gegenteil. Es tümpelt sozusagen vor sich hin, das Ganze. Vielleicht gibt es auch sogar Seitensprünge, aber was du erfährst, ist nichts anderes als Unsicherheit. Die ganze Zeit entlang erfährst du nur Unsicherheit in dieser Bindung. Und genau das ist das, was auch dann später, und ich erkläre das gleich, warum, diese Unsicherheit dann eigentlich das Leid verursacht, wenn du dann alleine bleibst. Und damit wir das von Anfang an aufrollen, gleich die Frage an dich. Was denkst du, warum du überhaupt in dieser Beziehung eingegangen warst? Was war das, was dich dort so angezogen hat? Vielleicht magst du ein bisschen überlegen und darüber nachdenken. Das war genau das. Leider nicht die Sicherheit, dass diese Beziehung etwas Gutes für dich ist, sondern genau die Unsicherheit. Und genau das, was du ja schon aus deinem Elternhaus kanntest. Das heißt, du warst gewohnt, dich immer anzupassen, du warst gewohnt, immer darauf zu schauen, dass den anderen gut geht und dass du dich auf die anderen ausgerichtet hast. Du warst auch gewohnt, ewig lang zu warten, darauf zu warten, dass vielleicht irgendwann doch dieser jemand sich verändert oder wirklich für dich entscheidet. Und was ist da währenddessen passiert? Du bist auf diese Beziehung eingegangen, du bist in diese absolute Verknotung von emotionalen Muster und Dynamiken, die aber leider nichts mit echter Liebe zu tun haben. Denn echte Liebe und Zuneigung basiert nicht auf das Gefühl, ich muss all diese Unsicherheiten irgendwie unter Kontrolle bringen. Was du aber in deiner Beziehung erlebt hast, war genau das. Und genau das als wieder auferlebende Gefühl aus der Kindheit, dass du immer darum fürchten musstest, dass du allein gelassen wirst, dass du abgelehnt wirst, dass wenn du nicht so oder so bist und dich nicht an den anderen anpasst, dass du vielleicht diese Zuwendung und diese Sicherheit nicht bekommst, schon immer fürchten musstest. Genau das hast du wiedererkannt, genau das hat dein Nervensystem in der ersten Sekunde wiedererkannt und für sehr vertraut empfunden. Dieses Fürchten, nicht verlassen zu werden und dann wieder diese Einsamkeit zu haben und ob nicht genau das ist das, was dir jetzt das Leid verursacht.
Denn wo du plötzlich dann Single bist und plötzlich doch alleine, assoziierst du genau mit diesem Zustand, wo damals als Kind auch schon gefürchtet hast und natürlich auch oft erlebt hattest. Es ist aber nicht der gleiche Zustand. Das Ergebnis ist weitgehend dasselbe. Du bist jetzt plötzlich wieder alleine, aber du bist nicht allein gelassen worden, beziehungsweise du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du nicht alleine sein kannst. Denn du kannst dich heute als Erwachsener versorgen, du kannst darum kümmern, dass du vielleicht um Gesellschaft auch sorgst, du kannst dir selbst mit der Zeit, wenn du das lernst, auch Geborgenheit und Sicherheit geben, was wir damals nicht konnten. Aber weil durch diese Trennung und weil diese Beziehung immer noch missbräuchlich war und traumabasiert, sprich, als du diese Beziehung angefangen hast und dort dich begeben hast, dein Traumata noch nicht verarbeitet war, genau diese Dynamik noch nicht geheilt war, dass du auch ohne Menschen dir selbst Sicherheit verschaffen kannst und diese Sicherheit selbst gestalten kannst. Du bist nicht auf andere angewiesen. Weil du das noch nicht gelernt hast und nicht konntest, ist jetzt genau diese Wunde von damals so aktiv, genauso leidest du wie auf Entzug. Das fühlt sich an wie auf Entzug. Ich kenne das sehr, sehr gut. Was bringt denn das? Wozu verleitet es dich? Dass du vielleicht diesen jemanden doch noch zurückhaben wirst. Du willst es. Du kennst und du weißt, dass es schrecklich ist, dass es eigentlich dir nicht gut tut. Du willst trotzdem zurückhaben. Du fällst sogar vielleicht auch, ja, du hast so einen Rückfall und du schreibst sie oder ihn sogar noch an. Und du bettelst sogar die. Oder du versuchst nochmals, das irgendwie anzugehen. Oder ihr versucht on-off, wo ihr versucht, das irgendwie, okay, beide vielleicht, aber du auf jeden Fall versuchst dich nochmal zu bessern und versuchst nochmal dich auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen und dich anzupassen. Das ist nur Frage der Zeit, wo es wieder natürlich explodiert und wo es zu nichts führt. Also, das Leid, was du gerade erlebst, ist höchstwahrscheinlich wie ein emotionales Flashback, welches sogar Wochen, Monate andauern kann. Denn du erlebst aufs Neue genau diese tiefe Wunde der Verlassenheit und auch, ja, diese Einsamkeit. Genau diese panische Angst kommt dann hoch, nicht wahr? Okay, dann bin ich wieder alleine. Punkt. Was mache ich dann? Was mache ich dann, wenn ich wieder Angst habe? Was mache ich dann, wenn ich dann Wochenends schon wieder alleine bin? Was mache ich dann? Merkst du? Diese Fähigkeiten konntest du nie erlernen. Denn als erwachsene Menschen haben wir diese Fähigkeiten schon längst. Wenn wir diese als heilsames Vorbild und als gesunder Prozess erlernen durften. Die Selbstständigkeit, den Prozess der unbewussten Selbstregulation, wo ich nicht um mich selbst kümmern muss und mich trotzdem der Körper und das Nervensystem regulieren kann, ja, also ich mich reguliere, aber auch wie ich mit solchen Zuständen, dass ich alleine bin oder solche Gegebenheit, wie ich damit umgehe. Denn Alleinsein ist sogar ein essentiell notwendiger Zustand für uns Menschen. Es ist unglaublich wichtig. Jetzt stell dir vor, du dürftest nie mehr allein sein. Wir müssen auch mal allein sein, um zu reflektieren, aber auch unser
Körpergefühl und unser Selbstgefühl zu erfahren, zu entwickeln. Ansonsten bin ich stets in der Spiegelung. Ich bin immer nur in Resonanz mit jemandem und in dieser oder Dysresonanz und auch ja, toxische Spiegelung. Aber ich kann nie vielleicht mal für mich sein und Sachen hinterfragen. Ist es überhaupt noch gesund für mich? Ist es überhaupt noch gesund für meine Familie, für meine Kinder? Wie soll das weitergehen? Ist es überhaupt noch mein Leben, was ich führe? Oder bin ich schon absolut verloren, weil ich mich selbst verloren habe und verleugnet habe, weil ich nur noch auf die anderen ausgerichtet war? Genau. Und natürlich, du merkst ja auch, wenn das sich anfühlt wie ein Entzug, dann ist doch ganz klar, dass du in einer Co-Abhängigkeit, traumabasierte Co-Abhängigkeit gelebt hast. Und deshalb sich das alles so anfühlt. Und glaube mir, auch das hat ein Ende, denn alles im Leben hat einen Anfang und ein Ende. Und es wird sich verändern. Und wenn du das heute noch so empfindest, dass es schrecklich ist, dass du das nicht aushältst und dass genau diese Person für dich wirklich die ist, wenn du nur noch das und das anders machen würdest. Das ist eine Wahrnehmung aus dem Traumafilter heraus. Deine Wahrnehmung täuscht dich und ist dessen geschuldet, dass du immer noch ein negatives Selbstbild hast. Dass du immer noch überzeugt davon bist, dass du dich selbst verändern musst, damit du für anderen genügst. Und du merkst auch schon, wo der Wurzel des Übels ist. Dass du dein Selbstbild etwas besserst. Und auch das ist möglich durch körperorientierte Begleitung, durch körperorientierte Traumabewältigung, wo man viel, viel mehr durch den Körper erreichen kann. Und ich lade dich herzlich dazu ein, dass du auch nach solchen Dingen suchst und dass du dich dort auf diesen Heilungsweg begibst. Und jetzt bin ich natürlich unglaublich gespannt auf deine Kommentare, ob du solche Trennungsschmerzen kennst und ob du schon auf dem Weg der Heilung bist und wie du diese Dinge für dich so verarbeiten konntest oder wie die Verarbeitung so für dich jetzt gerade auch verläuft. Und wenn du Fragen hast, stell diese Fragen. Ich antworte auf jede einzelne und ich wünsche dir jetzt erstmal alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Gabriela. 'Cause it feels like home.